Fahrradfahren macht Spaß, sind wir ehrlich. Fahrradfahren kann aber auch ein bisschen gefährlich sein. Und beim Fahrradfahren im Straßenverkehr ist es gleich doppelt gefährlich, denn da gibt es ja auch noch die anderen. Und als Fahrradfahrer ist man meist der langsamste Teilnehmer und die schnellen Autos zum Beispiel kommen meistens irgendwo von hinten. Und da ist eben das Problem, dass man die erst gar nicht wahrnehmen kann. Und wir haben hier in diesem Video mal ein Produkt für dich, das dir dabei auf jeden Fall helfen kann. Das Produkt, was ich euch heute zeigen will, ist das RS1000, das Ride Safety System von Alps Alpine. Alps Alpine kennen vielleicht viele als Alpine, hochwertige Elektronik im Auto. Und hier geht es jetzt in einen völlig neuen Markt, zu uns auf die Fahrräder. Das System an sich dient eigentlich als digitaler Rückspiegel, hat aber noch den Vorteil, es ist mit einer KI integriert, die dich vor Gefahren warnen kann. Und dieses System bietet dir weitaus mehr, denn du hast hier ein Rücklicht mit einem integrierten Bremslicht und sogar einer Dashcam-Funktion. Das heißt, wenn irgendwas passieren sollte, dann wird da sogar noch etwas aufgezeichnet. Kommen wir kurz zum Inhalt eines RS1000-Systems. Der Karton an sich ist komplett umweltfreundlich, ohne Plastik, ist natürlich auch schon mal super. Dann habt ihr ein Ladekabel USB-C dabei, einen Adapter und ihr habt den Quick Release oder Quick Mount für die Sattelstütze. Dann kommen wir zur Kamera selber oder besser gesagt zum Rücklicht selber. Da haben wir einmal die Kamera, wir haben den Anschaltknopf, wir haben verschiedene LEDs, die zeigen wir euch aber auch gleich noch. Auf der Seite haben wir hier den Anschluss für den Ladeport, USB-C. Ist mit einer schönen Klappe, ist auch alles sehr dicht. Und wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir hier die Gegenplatte für das Quick Release System und da befinden sich noch zwei Schrauben. Wenn man diese beiden Schrauben löst, sind drunter Gewinde in verschiedenen Abständen für Gepäckträgermontagen und ein 12 Volt E-Bike-Anschluss. Das heißt, man kann dieses Licht bzw. dieses System auch an einem E-Bike, an einem 12 Volt Anschluss betreiben. Somit braucht man nicht unbedingt das Laden, sondern es wird dann über die Hauptstromversorgung vom E-Bike gespeist. So, wir haben euch ja gerade vorgestellt, was denn alles in der Box ist. Jetzt kommen wir noch zu ein paar grundlegenden Sachen. Und zwar: Ihr dürft natürlich euer eigenes Telefon benutzen, das ist schon mal ganz klar. Es ist sowohl Android als auch iOS basiert, das heißt, ihr könnt das auch mit jedem Betriebssystem nutzen. Und ihr dürft auch, um euer Handy an das Fahrrad zu montieren, natürlich jede Hülle nehmen. Dieses System ist quasi eigenständig, unabhängig von der Hülle, die ihr benutzt. Ihr könnt also SP Connect, Quadlock, was auch immer, dürft ihr natürlich für euer Telefon hernehmen. Kommen wir kurz zur Kamera, die hier drin verbaut ist. Das ist eine sehr weitwinklige Kamera. Wir haben 158 Grad, also fast 160 Grad Weitwinkel. Und es ist standardmäßig in 27p, also ihr seid hier in normaler HD-Auflösung, die auch vollkommen ausreicht. Der Sensor ist so gemacht, dass er auch bei normalem Licht super funktioniert und selbst wenn es dunkel wird, auch noch richtig gut funktioniert. Es ist keine Nachtsicht, muss man dazu sagen. Es ist aber trotzdem noch, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und ihr habt normale Straßenbeleuchtung, langt das vollkommen aus. Solltet ihr dieses Rücklicht nicht fest an eurem E-Bike verbaut haben, sondern eben über diese Quick-Release-Funktion an der Sattelstütze befestigt haben, dann könnt ihr auch den internen Akku nutzen. Der hat genug Power, um 2 Stunden unter Volllast durchzuhalten. Und Volllast heißt, das Licht ist an, die Kamera läuft und die KI-basierte Gefahrenerkennung im Hintergrund läuft auch noch mit. 2 Stunden ist eine lange Zeit. Solltet ihr allerdings eine längere Tour noch vorhaben, dann könnt ihr das natürlich auch über jeden USB-Stecker dann noch nachladen. So, und was ihr natürlich auch noch dazu bekommt, das ist eine App. Das heißt, ihr bekommt eine Software dazu, die sieht dann so aus. Wir haben jetzt hier die Kamera auf den Max gerichtet und da seht ihr jetzt schon den Max, wie er näher kommt. Und es ist wirklich fast verzögerungsfrei. Also wir sind hier wirklich mit einer ganz, ganz geringen Latenz unterwegs. Auch die Qualität ist phänomenal, also man sieht wirklich alle Details. Und das bekommt ihr natürlich auch noch mit dazu. Was wir jetzt aber auch machen können, ist, wir können hier Licht einschalten. Das heißt, wir haben jetzt an unserem Rücklicht das Licht eingeschalten und somit haben wir natürlich auch die Sicherheit, von hinten schon mal gesehen zu werden. Der Clou an diesem Licht ist nun, wenn ich jetzt dieses Licht in einer anderen Richtung montiere, es leuchten immer die obersten 3 LEDs. Das heißt, egal wie rum ich dieses Licht montiert habe, man wird auf jeden Fall immer mit den obersten 3 gesehen. So, wir machen jetzt eine Testfahrt. Hinter uns ist jetzt kein Auto, man sieht also nichts im Rückspiegel, was natürlich irgendwie verständlich ist. Jetzt kommt langsam ein Auto rangefahren. Das heißt, es fährt jetzt sehr schnell an uns ran. Jetzt löst er aus und sagt: Achtung, Gefahr, rot, gelb, rot, weiß und weg ist er.
Das heißt, es ist situativ. Er erkennt, in welcher Geschwindigkeit das Auto kommt, in welchem Abstand es ist und dementsprechend setzt er dann die Gefahrensymbole. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass dieses ganze System situativ handelt. Das heißt, wenn wir in der Stadt zum Beispiel unterwegs sind, dann wäre es doch ziemlich komisch, wenn die ganze Zeit immer Warnungen kommen, obwohl der Verkehr eigentlich fließend an einem vorbeifährt. Das ist dann da nicht der Fall. Da ist es wirklich nur so, wenn einer zu schnell und zu nah an dir rankommt, dann löst dieses System eine Warnung aus. Hier auf der Landstraße ist es ein bisschen anders. Da erfasst das System eigentlich so gut wie jedes Auto, was kommt, denn da fahren meistens nicht so viele Autos und dadurch habt ihr eigentlich immer eine ordentliche Einschätzung der Situation. Ist dieser Fahrer jetzt zu nah an mir dran oder kommt er zu schnell ran? Dann spuckt das System natürlich dann eine Warnung aus. Wie verbindet ihr jetzt die Kamera mit eurem Telefon? Ihr geht in die Ride Safety App, die generiert euch einen QR-Code und ihr versetzt das Rücklicht in den Pairing Mode. Der Pairing Mode leuchtet so. Und wenn ich jetzt diesen QR-Code nur kurz vor die Kamera halte, zack, ist es verbunden. Das heißt, es geht extrem schnell und es ist super einfach anzuwenden. Kommen wir kurz zur Dashcam-Funktion des Ganzen. Die Kamera selber hat einen internen Speicher von 32 GB, also das langt für den alltäglichen Gebrauch auf jeden Fall aus. Wer gerne noch ein bisschen mehr Speicher haben wollen würde, der darf das natürlich über diesen Micro-SD-Kartenslot etwas erweitern. Der befindet sich direkt unterhalb des Ladeports. Es funktioniert wie eine normale Dashcam auch, das heißt, es wird permanent aufgezeichnet und sobald der Crash-Sensor einen Crash detektiert, also quasi wenn der Beschleunigungssensor auslöst, dann wird daraus ein Clip erstellt und dieser Clip sind 10 Sekunden bevor des Crashs bis 50 Sekunden danach und das ist dann quasi dauerhaft gespeichert. Das ist es nun, das RS1000 Ride Safety System, dein digitaler Rückspiegel. Endlich mehr Sicherheit, um auf Gefahren von herankommenden Fahrzeugen früher reagieren zu können. Wir wünschen dir allseits gute Fahrt.